Was ich super oft seit Monaten gefühlt lese, ist, dass ich bei Hacksmith mal vorbeischauen soll, und zwar ARC-REAKTOR. Ich denke, der Grund, warum ich das machen soll, ist, weil ich mal ein Video gemacht habe, wo es darum ging, ob Iron Man in echt funktionieren kann. Und da habe ich gesagt, so, yo, wir bekommen viele Parts hin, aber halt eben diesen ARC-REAKTOR, das heißt dieses leuchtende Ding in der Mitte, das geht mit unserer Technik nicht. Ich bin gespannt, was sie da genau gebaut haben, und ich predikte schon im Vorhinein, es wird kein im Sinne von den Filmen oder Comics funktionierender ARC-REAKTOR sein. Es kann sein, dass das Ding Power hat, aber es wird nicht so viel Power haben wie der ARC-REAKTOR in den Filmen, weil sonst wären die rich und die hätten die krasseste Energiequelle der Welt entdeckt. Aber ohne Scheiß, weil es Hacksmith ist, wird es halt sowieso komplett gestört. Deswegen gehen wir einfach mal rein. Sieht auf jeden Fall schon mega geil aus wieder. Wie laut ist das? Ich bin so gespannt, okay. Hey guys, I'm the Hacksmith, and on this episode of Make It Real, we're gonna try and make a real arc reactor, since it's been one of your most common requests. So, what exactly is an arc reactor? Ich traue den deutschen Untertitel nicht so, aber ich... Well, it was first introduced to the MCU in Iron Man. And just looking at it, it looks like it produces a continual arc of electricity in a loop, and somehow that generates power. Infinite power. To me, it kind of looks like a perpetual energy device, which we know is impossible because the most fundamental law of physics is the conservation of energy, which states that energy in a closed system is constant. Diese deutschen Untertitel machen gar keinen Sinn. Kann ich die irgendwie umstellen? Die sind vom Timing her so oft, dass ich mache lieber mal englische. Which means energy cannot be created, only transformed. That simplifies into an equation, energy in equals energy out plus losses, usually in the form of heat. Also man kann kein Perpetuum mobile machen. Das bedeutet, es kann niemals ein Energieding geben, ein Apparat, ein Energieerzeugnis, wo mehr Energie rauskommt, als man, also so, was sich selbst erhält und dann noch mehr Energie erzeugt. Because of the second law of thermodynamics, we know there are always losses. Always. Es gibt halt immer Energieverlust, und ein Perpetuum mobile hätte quasi keins. Which kind of makes sense when Obadiah says this. The arc reactor, that's a publicity stunt. It's a publicity stunt. It's a publicity stunt. We built that thing to shut the hippies up. It works. Yeah, as a science project. But then, in the cave, when Tony miniaturized the arc reactor, he uses palladium. What is that? That's palladium, 0.15 grams. Which suggests the arc reactor might actually be nuclear technology, since some palladium is radioactive. Unfortunately, it's also highly carcinogenic and toxic, so I'm not about to play with palladium for a fictional technology. Oh mein Gott, okay, krass. Now, the power output specified is also kind of ridiculous. But what could it generate? If my math is right, I don't know what it is, 3 gigajoules per second. A joule Das ist eine Ansage. per second is just a fancy scientific way of saying a single watt, which means the arc reactor produces 3 gigawatts of power. That's almost 3 times the power output of a time-traveling DeLorean from Back to the Future. Was? In fact, if we were to sell that energy back to the power grid the same way I sell solar energy from my roof, it would be the equivalent of 833 kilowatt hours, which would generate $250 per second of income, or $21.6 million per day. Leute, also ich würde sagen, ich bin da mal raus, ich gehe mal einen ARC-REAKTOR bauen. Alter, 20 Millionen am Tag, wenn man also 20 Millionen am Tag an Stromenergie kannst du damit erzeugen. Ey, krank. Basically, if I were to invent a real working arc reactor, all of our funding issues would be solved, and we'd be well on our way to building a real-life Iron Man suit. Or, more realistically, our entire company would be assassinated by the big oil companies. Die hat in dieser Zeit $4.500 verdient mit diesem Ding. Also, es wird nicht genau das Ding, wie in dem Film steht auch. So, it's pretty much impossible to make a real working arc reactor, so let's build a real working arc reactor. Warte, was? It's pretty much impossible to make a real working arc reactor. So, let's build a real working arc reactor. Alright, now before... Jetzt weiß ich auch, wie die ihre Videos finanzieren. Die haben einfach verdienen 20 Millionen am Tag mit ihrem ARC-REAKTOR. To build the arc reactor, let's take a look at a 3D model using some augmented reality tech, not unlike Tony Stark himself. Pretty cool, right? Let's take a closer look. Now, it looks like the electricity is being generated in the final ring of the assembly. But I guess the real question is, if we're building an arc reactor, how are we going to do that? Let's get some paper out and actually do some calculations by hand.
so einen Respekt vor Leuten, die sowas können. Das ist so krass. So, to sustain an arc of electricity around the arc reactor, we're going to need a lot of voltage. The diameter of the arc reactor is around 75 millimeters across, which gives us a circumference of around 241 millimeters, which would be the path the electricity actually has to follow. Now, it takes approximately 3 million volts to ionize air for an arc to form across. Das sind so krasse Zahlen. Wir hatten, glaube ich, wie viel Volt hatten wir bei unserem Tesla-Spulen-Experiment? Okay, wir hatten nur 1 Million Volt, nicht 10 Millionen. Ich weiß nicht, wie wir auf 10 Millionen kamen. 1 Million Volt. Das heißt aber auch das Dreifache, wie wir hier hatten bei dem Video, wo wir mit so, also wir haben halt mit so Blitter geballert hier. Das war krank. Das sind fucking 1 Million Volt. Alter, ich hätte so einen Mad Respect. Ich würde mich gar nicht trauen, sowas zu bauen. Across a distance of 1 meter. That's roughly 30,000 volts per centimeter. So, with a 24.1 centimeter travel path, we'll need approximately 723,900 volts of electricity. Luckily, we have these little high voltage transformers which produce about 80,000 volts each. There's 10 segments in the arc reactor, so that would be about 800,000 volts. This might actually work. Das ist viele Volt. Start assembling it. Ey, ich würde mich gar nicht trauen, sowas anzufassen. Ich hätte einfach die ganze Lebensangst, wenn ich sowas bauen würde, Alter. 3 Millionen Volt scheppern ordentlich, aber das kannst du laut sagen. Ey, wenn du davon ein Gewicht kriegst, dann aber gute Nacht. Most realistic arc reactor ever. Oh nein. Yeah, so these wires, they're not very thick, but like if they're next to each other, they don't arc, as long as there's something else there. So I'm wondering how thick the wires I need carrying the high voltage near my body. Wieso hält er seinen Finger dahin? Ist der komplett lebensmüde? Perfectly safe. Hauptsache Eiskleber. Die Sache ist so, wenn ich sage, es ist komplett lebensmüde, ich weiß halt auch nicht, ich habe halt nicht so viel Ahnung vom Strom an sich. Das heißt, vielleicht war die Stromstärke auch irgendwie nicht so stark, dass es wirklich gefährlich ist. Aber es sah echt gefährlich aus. Das sieht nicht wie was aus, wo man reinfassen will. Und das sieht aus wie Dynamit. Alright, now that we have most of the components assembled, we're going to have to control them somehow. I made a quick block diagram to explain how the circuit's actually going to work. But basically, we're going to use a relay bank to control the outputs of each high voltage module using Arduino. The power input is from a lithium polymer battery. Now, we actually have a more detailed electronics diagram which you can check out using the link in the description below to visit our project on maker.io. Gar kein Problem, also wenn wir uns das jetzt einfach mal anschauen, ich werde wahrscheinlich alles verstehen, aber mich interessiert es gerade einfach mal. Maker.io, Ehrenseite. Ja, moin. Arduino Nano, das kenne ich. Ein Button. Ich wünschte, ich könnte so Diagramme so perfekt lesen. Irgendwann hat man das mal in Physik gehabt, aber ich war in der Schule nicht so der King in Physik. Deswegen bin ich ehrlich, ich weiß gar nicht, was so Zeichen da bedeuten. Aber ich will es irgendwann mal so richtig lernen, auch so Diagramme lesen zu können. Ey, wenn du da ein Kabel falsch machst, glaub, rippt dein Leben. Battery is connected to all the wires. Oh, okay. This powers Arduino and the relay boards. Elektrotechnik ist so spannend, finde ich. It's ready for its first test. See, the most realistic thing about this arc Wie reactor das aussieht, das sieht aus wie Alien-Technologie. the number of wires coming off it, because if it was actually producing that much electricity, you'd need some serious current carriers to get that energy somewhere useful. What the fuck? Wenn ich sowas sehe, kriege ich Flashbacks zum 3D-Drucker. Weil das war einfach so ein Projekt, ey, das sind wir einfach wirklich nur, keine Ahnung, es ging einfach alles nur kaputt. Ich war echt überrascht, dass es am Ende überhaupt so funktioniert hat, wie er halbwegs funktioniert hat. Was es noch für krasse Geräte gibt. Also Hacksmith ist einfach mega. Also man fühlt sich einfach saudumm, wenn man Hacksmith guckt. Weil ich sehe das und denke mir einfach, wie kann man wissen, wie man sowas macht? So spannend. Erstmal alles mit Kleber machen.
Der wickelt die Spulen auch selber. Krank. Also vielleicht ist es auch einfach so ein mega Basic-Ding, wenn man so planvolle Elektriker hat, aber für mich ist so fern ab, sowas zu machen einfach. Excellent ist safe, Roboter, anders kann ich mir das nicht erklären. Chat. Ja, Mann. Fühle ich. Das sieht echt, also... Ich kann nicht so nah dran kommen. Proof that Tony Stark has a heart. Geiler Spruch. Ich bin so... Ey, wie wird das aussehen, wenn die das erstmal anmachen? Das wird, glaube ich, voll krass, oder? Geht's an? Okay, ich bin ehrlich, ich habe gedacht, das sieht krass aus. Das sieht eher so ein bisschen aus wie, also um ehrlich zu sein, sah es jetzt ein bisschen eher so aus wie ein paar LEDs, die halt so flackern. Alright, so we've got the arc reactor all set up and we have a clamp meter to measure the current flowing through the wires as we do a startup sequence. Alright, so obviously I don't have a hole in my chest, so I can't actually Warum nicht? Warum hast du kein Loch in deiner Brust? wear this arc reactor. So I thought it'd be nice to make a nice kind of like display case that we can use for when we're actually powering stuff using the arc reactor. Der hat auf jeden Fall ordentlich Power. Alright, so we've got the arc reactor in its box now and we've actually got the switches on the box. So let's open it up. Was die alles da rumliegen haben, ist einfach so eine Box mit so einem ARC-Reaktor. Wie random. Alright, so main power is this switch here. And we'll try and do a startup sequence. Okay, das sieht echt jetzt schon funky aus. Alright, let's see if we can power a phone. Wie kompliziert willst du dein Handy aufladen? Ja. Erstmal einen ARC-Reaktor nachbauen, um dein Handy aufzuladen. Also, ich will jetzt nicht flexen, ne? Guck mal, brauchen die sowas, so ein fettes Case, um ihr Handy aufzuladen? Ich brauche nur das hier. Jetzt ist die Frage, wer ist krasser, Hacksmith oder mein Stecker hier? Oh Mann, los. Alright, so we're here at the main circuit breaker for my house and we're gonna plug in the arc reactor. Will jetzt ein ganzes Haus mit diesem Ding versorgen? Ey, ich hätte so Schiss, dass einfach alles explodiert. Let's turn it on and see what happens. Alright, so these are the power meters for the house, and as you can see, that's how many kilowatt hours we're using. Alright, let's reconnect it to the grid. Erstmal ganze Welt Stromausfall. Alright, so obviously it's not actually producing enough power to do anything useful, but it certainly looks cool and sounds terrifying. Warte, die haben jetzt ein Ding gebaut und es kann nicht wirklich irgendwas außer ein Handy laden. Also ich muss sagen, dafür, dass ich so viele Kommentare bekommen habe, seitdem ich dieses Iron Man Video gemacht habe, alle meinten so, nee, die haben Hacksmith einen echten Arc Reactor gebaut, weil ich im Video halt gesagt habe, so, du kannst keinen echten Arc Reactor bauen mit unserer aktuellen Technologie. Also es ist halt so ein bisschen eher Spielzeug, to be honest. Er sagt ja selber, es kann nichts wirklich Nützliches und ich weiß nicht. Also es ist nicht so krass, wie ich dachte, um ehrlich zu sein. Also diese Laserschwertgeschichte von ihm war einfach 100-mal so krass einfach. Also man kann natürlich nur sagen, starkes Video, weil es ist super viel Aufwand gewesen, aber trotzdem irgendwie nicht so ganz das, was ich erwartet habe, tatsächlich, um ehrlich zu sein.